Bei der Rinseless-Wäsche zerkratzt man sich doch alles, oder? Ich würde sagen, das schauen wir uns heute mal näher an. Willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal wieder um die Rinseless-Wäsche und wie kratzerfrei diese denn dann wirklich arbeitet. Viele Leute, die die Videos zur Autowäsche und Abspülen gesehen haben, fragen meistens als erstes, wie kratzerfrei arbeitet diese Wäsche denn und geht das überhaupt ohne irgendwelche Spuren auf dem Lack zu hinterlassen? Dazu schauen wir uns heute mal meinen Mini näher an. Den Wagen habe ich selber neu gekauft, er ist jetzt fast 2 Jahre alt und hat ungefähr 33.000 Kilometer gelaufen. Ungefähr 3 Monate nach dem Kauf bekam der Wagen von mir schon eine Aufbereitung mit Hochglanzpolitur, da schon bei der Auslieferung sichtbare Hologramme im Lack waren. Ich weiß nicht, ob es die ab Werk gab oder ob die jemand bei einer Verkaufsaufbereitung mit hineingezaubert hat. Auf jeden Fall sah es nicht so schön aus. Nach dem Polieren war der Lack aber auf jeden Fall im perfekten Zustand. Das Auto wird von mir jeden Tag bewegt und auch bei jedem Wetter. Also hat es nicht nur schönes Wetter gesehen, sondern auch starken Regen, Schnee, Matsch, Salz im Winter und so weiter. Der Wagen war also schon so richtig eingesaut und hat wirklich jede Art von Dreck gesehen. Gewaschen wird der Mini nur rinseless und das fast jede Woche, hin und wieder vielleicht mal nach 2 Wochen, aber immer genau so, wie ich es in meinen Videos zeige. Grob überschlagen komme ich so in den 1,5 Jahren seit der Aufbereitung auf die stolze Anzahl von fast ungefähr 70 Autowäschen. Ich denke, das ist schon ein ziemlich hoher Wert. Sicherlich gibt es einige Pflegeverrückte da draußen, die ihr Auto noch öfter waschen, aber Otto Normal, der einmal im Monat durch die Waschstraße fährt, braucht ungefähr 6 Jahre, um auf den gleichen Wert zu kommen. Die Anzahl der Autowäschen ist deswegen so wichtig, weil sie eine starke mechanische Belastung für den Lack darstellt. Dreck, der einfach dem Lack anhaftet, kann erstmal keine Kratzer verursachen. Erst wenn er dann bei einer Wäsche heruntergewischt wird, dann kann es zu Spuren im Lack kommen. 70 Wäschen ist meiner Meinung nach schon eine große Anzahl und ein Auto, das so oft durch eine Waschstraße gefahren wurde, wird schon deutliche Spuren und Swirls im Lack haben. Aber wie sieht es nun aus, wenn ein Auto nur schonend rinseless gewaschen wurde? Mein Mini wurde frisch gewaschen und wir schauen uns dort jetzt mal einige Stellen an. Diese wurden vorher mit Isopropanol gereinigt, damit hier auch kein Wachs und keine Versiegelung irgendwas vertuschen kann. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Also als erstes schauen wir auf die Motorhaube, ein sehr stark belasteter Bereich. Alleine im normalen Licht, was oben von den LED-Röhren kommt, kann man so eigentlich im Lack schon mal keine Swirls erkennen. Bei anderen Autos, die ich hier aufbereitet habe, zum Beispiel dem SL, da konnte man bei diesem Licht schon deutliche Swirls im Lack erkennen. Man sieht wunderbar die metallischen Flakes, aber irgendwie keine Spuren, die irgendwie von der Wäsche hinterlassen worden sind. Darum nehme ich jetzt nochmal hier meinen super duper Spezialstift. Das ist nicht einfach nur ein Leuchtkugelschreiber, sondern die ScanGrip Color Match Lampe. Und dann schaue ich mir das nochmal von nahem an. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt überhaupt einfangen kann oder ob bei der starken Kompression bei YouTube davon noch was überbleibt. Aber wenn ich mir das so anschaue, kann ich hier leichte Spuren im Lack entdecken. Zwar sind das leichte Spuren, die in diese Richtung gehen, was auch der Wischbewegung mit meinen Tüchern entspricht. Nun schauen wir uns noch hier den Bereich an der Seite an, auch ein stark beanspruchter Bereich, da von den Vorderrädern hier immer der ganze Dreck hochspritzt, hinspritzt und gerade im Winter und Herbst hier sehr viel Matsch, Salz oder im Herbst halt eben Blätter festkleben und das ist sehr hartes Material, was man halt dann bei Rinseless-Wäsche auch vorsichtig entfernen muss. Wir schauen einfach mal, was für Spuren dann dabei übergeblieben sind. Wenn ich mir den Bereich jetzt erstmal so angucke im normalen Licht, kann ich hier gar nichts erkennen, keine Spuren, Waschkratzer, irgendwas. Darum nehme ich auch hier wieder meine Lampe, leuchte im Winkel zur Kamera. Und hier kann ich noch nicht mal mit bloßem Auge und der Lampe in dem Licht irgendwas erkennen, also noch nicht mal diese leichten Spuren, die ich vielleicht auf der Motorhaube noch irgendwie ausmachen konnte. Lasst euch nicht irritieren, man sieht hier in der Kamera leichte Lensflares im Objektiv von der Lampe, also dieser grüne Punkt. Das ist jetzt nichts im Lack oder so, es sind auch keine Hologramme. Dann kommen wir noch zu dem Bereich hinten am hinteren Kotflügel. Und auch hier ist wieder so, wenn ich mit dem Auge schaue, sehe ich minimalste Spuren, die auch hier horizontal verlaufen, also auch der Wischbewegung mit meinem Tuch entsprechen. So sieht also mein Lack nach 70 Rinseless-Wäschen aus. Meiner Meinung nach ist das immer noch ein sehr guter Zustand und wenn der Wagen frisch gewaschen ist, würden ihn die meisten immer noch für einen Neuwagen halten. Wenn der Mini so auf der Straße steht, sticht er immer noch glänzend zwischen den anderen Autos hervor. Dennoch sind leichte Spuren im Lack zu sehen, welche ich persönlich aber gar nicht schlimm finde. Vielleicht könnte man mit deutlich erhöhtem Aufwand bei der Wäsche, mit mehr Tüchern, mit einer Hochdruckreiniger-Vorwäsche oder
diese leichten Spuren noch weiter minimieren. Aber an dieser Stelle lohnt sich der Mehraufwand eigentlich nicht. Denn mit einer einfachen Runde leichter Hochglanzpolitur ist dieser Lack wieder im perfekten Zustand. Das ist an einem Nachmittag gemacht und in der Summe auf jeden Fall weniger Zeitaufwand, als wenn ich bei jeder Wäsche eine halbe Stunde mehr investieren würde, nur um vielleicht 3% weniger Spuren zu hinterlassen. Und die Anzahl an Spuren, die dieser Wagen nach der großen Anzahl an Wäschen hat, ist ja nun wirklich minimal. Also ich hoffe, ihr konntet euch selber ein Bild davon machen, wie gut die Rinseless Wäsche arbeiten kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.